Mein Mann war Redakteur bei «Du» und der musste etwas liefern. Und sein Chefredakteur, der Kübler, hat gesagt, machen Sie etwas über August, die Augustnummer, etwas, wie sagt man, Nationales. Und dann hat er sich überlegt, die ganze Welt hilft diesen Kindern. Rotkreuz, Familie, 3 Monate, hin und her, wieder zurück, wieder kommen, nähren, kleiden. Soll ich jetzt da auch noch mitmachen? Er hat wieder weitergeschaut. Wie geht das jetzt? In 3 Monaten sind die wieder weg, in einem halben Jahr versandet alles wieder. Er will etwas Nachhaltiges machen. Und ist angesessen und hat ein Dorf für die leidenden Kinder inspiriert und im Du geschrieben, 2, 3 Seiten. Die Idee, man soll als Hilfe ein Dorf machen für international für die leidenden Kinder, mit der Idee, etwas Nachhaltiges zu bewirken, im ganz Kleinen anfangen und gehofft, das möge wachsen. Und das hat ein Echo gehabt, ihr glaubt es nicht. Alle Zeitungen, alle Heftchen, alle Vereine, in der Forststraße, in unserem Wönigli dort, ist es drunter und drüber gegangen. An ihn denken, da geht bei mir das Herz auf. Das ist unglaublich. Wenn ich Fernsehen schaue, irgendeine schöne Natursendung, dann hocke ich dort und schaue über und sage, oh, wenn du das jetzt könntest sehen. Ich bin nicht hinter ihm zurückgestanden, das wäre ganz falsch. Aber ich bin es. Aber nicht in dem Sinn, wo man das negativ nehmen kann. Ich bin einfach, durfte in seinem Mittelpunkt sein, ohne dass man dadurch ein Tamtam gemacht hat. So war es. Ja, Grundstellung, toll bin ich auch. Schön war, schöne Feier, wunderbarer Apriltag, Sonne, schön war. Aber ich bin natürlich nur ferner liefend dabei gewesen, da im Publikum gestanden. Und dann war die Idee, dass man eben nicht nur Nationen, sondern auch die Religionen zusammenbringt und man eine Andacht, keine Kirche macht, sondern ein Andachtsraum für alle. Das ist ja schon das, auch im Kleinen, was man ja will, im Großen, mit der Akademie und allem. Es ist einfach ein kleiner Anfangsstein in jedem. Das Kinderdorf, die Kirche, die Akademie, es geht alles gerade richtig. Man hat nicht, von Anfang an hat man dann gesagt, ja, dann werden die Schweizer, das kann man nicht machen, die Kinder dort von ihrer Nation entfremden. Das war nie die Idee. Darum hat ja jeder sein Haus gehabt, wie wenn er daheim wäre. Das war die Idee. Damit, wenn sie zurückgehen, dass sie nicht fremd sind. Eher die da geblieben sind fremd gewesen. Aber die heimgegangen sind, nicht. Aber das war im Prinzip vom Dorf gewesen, dass sie dort leben dürfen und dürfen erfahren, wie man friedlich zusammenleben soll und sie das dann weitergeben in ihrem Land. Man muss einfach immer klar machen, um was es wirklich geht. Dem Kinderdorf liegt eine Idee zugrunde und wer es von dieser löst, wird es zerstören. Und die Idee ist eine nachhaltige Erziehung von differenten Nationen, Rassen, Farben zu friedlichem Zusammenleben. Das hat man am Anfang mit Kindergruppen gemacht, weil der Grundstein muss ins Kind gelegt werden, dass es weitergeht. Das war auch die Idee, dass es dann von Drogen ausgeht. Eine kleine Oase des Friedens, die ausstrahlen in die Welt. Nach dem Tod von meinem Mann habe ich mich ja viel mehr involviert, als wo er noch gelebt hat. Hat er das alles selber gemacht. Aber nach dem Tod von meinem Mann habe ich gemerkt, ich muss etwas verteidigen. Weil ich gemerkt habe, es geht aus der Schiene. Und dort habe ich jemandem mal zugesagt, wenn man mich gefragt hat oder so. Ich habe gespürt, da kann ich vielleicht noch etwas retten. Und so bin ich dann langsam reingekommen. Früher gar nicht. Das war nicht nötig. Mein Mann hat das viel besser gemacht.
Ja. Und wie sie jetzt ja, ich glaube, sie ist auf einem guten Weg.